dante nidhayati nakam padayor nipatyo kakushat etadaham babrimi he sadhavo sakalame vibhaya dura chaitanya chanda charane kurutanuragam chaitanya chanda charane kurutanuragam dante nidhayati nakam padayor nipatyo kakushat etadaham babrami he sadhavo sakalame vibhaya dura chaitanya chanda charane kurutanuragam chaitanya chanda charane kurutanuragam. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, der sagt, dass wenn die ganze Welt sich aufmacht und sich gegen mich wendet, nachher macht es sich nichts draus. Das ist der Vater, Gaudiya Goshtipadi, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, der sagt es, er wiederholt es. Aber wenn die ganze Welt gegen mich sich aufwühlt, werde ich nicht mein Siddhanta ändern. Ich werde immer dieselbe Wahrheit sagen und singen. Und unter die Lotusfüße von meinem Gurudev. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, diejenigen, die was nicht neutral sein, die was eine gewisse die was nicht parteiisch sein, was unparteiisch sein und was nicht 100% bei die Lotusfüße von Shri Guru und Vaishnava Zuflucht suchen, die können nicht über die höchste Persönlichkeit sprechen. Ohne dass eine Seele 100% Zuflucht gesucht hat bei einem Sadguru, hat er kaum Möglichkeit, über die absolute Persönlichkeit zu sprechen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur so, letztes Mal war es der erste Teil, wo er gesprochen hat über die Qualitäten von einem Prediger. So, heute ist der zweite Teil, Srila Prabhupadas Saraswati Paramahashta Shamsa. Er hat extern die Sannyas-Vesh-Kleidung angenommen, aber er ist auf der Stufe von Paramahamsa. Gibt es keinen Zweifel. So alle diejenigen, von, was in unserer Schülernachfolge sind, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, alle in der Linie, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Madhav Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. So, das sind alles auf der Stufe von Paramahamsa. Wenn Srila Prabhupada Sannyas angenommen hat, unter der Führung von Ramanujacharya, vom Foto ebenfalls vom Gaura Kishore Das Purja Maharaj. Zu der Zeit war die Ganga auf der anderen Seite und dort ist Prabhupada gegangen und hat dort ein Bad genommen. Also da hat er über das Thema gesprochen, Naradama Sannyas und Tira Sannyas. So, er will jetzt ein bisschen was über den Punkt sprechen. Naradam Sannyas, was bedeutet das? Naradam Sannyas bedeutet, der was ein Grihastha-Leben haben und irgendwie if you speak about somebody speaking, Maharaj, I am also brahmachari. I am actually not married. Prabhupada speaking, if you are not married, if you think you are brahmachari, then I think those animals staying there in zoo, they are
they are more powerful, brahmachari than you. Also Srila Prabhupada sagt, dass wenn du jetzt nicht verheiratet bist und sagst, du bist allein und sagst dann, du bist Brahmachari, dann sagt Srila Prabhupada, oh, dann müssen im Wald so viele Brahmacharis und Sannyasis sein. Weil da leben viele ohne. Also es gibt welche, die was verheiratet sind und welche nicht. Oh, useless. Somehow if they feel bitterness, like one example I can speak, that Tidanda Sannyas. Dann Bhagavatam. Also wenn der Haushälter oder ganz egal, der Devotee, wenn der eine gewisse Bitterkeit in seinem Leben fühlt, like wir da in der Diskussion gehabt haben in Didikshu Sannyasi. So Sannyas bedeutet predigen. Also im Srimad Bhagavatam, der Tridandi Bhikshu, der hat alles verloren und hat wirklich die Schnauze voll gehabt sozusagen. Because everything gone. All he wanted to deposit huge amount of property because he was busy with business. So, er war am Anfang beschäftigt, immer viel Geld zu machen und Geschäft zu machen, aber irgendwie hat er das alles verloren. Materielle Leute, Verwandte oder der Staat hat ihm das weggenommen, das gewisse Geld. In Form von Steuern und so weiter. Und jetzt hat er gar nichts mehr gehabt. Und in der Position sagt er jetzt, was soll ich da machen? So bei der Barmherzigkeit vom höchsten Herrn hat er innen drinnen eine gewisse Entsagung gekriegt. Und er hat eine Inspiration gekriegt, dass das wirklich gut für mich ist. So lange habe ich jetzt im materiellen Leben mich schwer getan und habe immer ein gewisses Leid auf mich nehmen müssen. Und jetzt komme ich zu einer kurzen Zeit, werde ich bald 60 Jahre. So, aber jetzt, so wie heute, dass ich so eine gewisse Entsagung fühle, das kann nur durch die Barmherzigkeit vom höchsten Herrn sein. So, ich denke, das ist gut, so das Gefühl. Das muss so kommen sein vom höchsten Herrn. Jetzt hat er alle Verwandten, alle Familienangehörigen, jetzt ist er frei. Die hat er jetzt alle nicht mehr. Jetzt ist er frei wie ein Vogel. Jetzt kann er fliegen. Und nachher hat er sich entschieden, okay, er nimmt jetzt Sannyas an. Und den Rest für sein Leben will er jetzt die höchste Persönlichkeit dienen. Das will er versuchen, zu seinem Besten. Then actually he took sannyas, he took resolution. Somehow I must maintain my sannyas. So, und dann hat er sich ganz fest vorgenommen, dass er den Sannyas-Stand ja nie verlässt und dass er da stabil ist. Und was ist die Bedeutung von Sannyas? Wenn Chaitanya Mahaprabhu Sannyas angenommen hat, nachdem Sannyas angenommen hat, ist er externe, hat er verrückt, heraus aus tiefer Liebe. Und Mahaprabhu spricht, Mukunda Seva Hai Sansataram. Mukunda Seva Hai. Prabhu kahe, Tidanda Bhikkhu actually took resolution to, Also der Tridanda Bhikshu, der hat sich vorgenommen, das ganz streng zu folgen, den Sannyas Ashram. Tridanda Bhikkhu actually, Koilyo Sannyas Grahan, Sannyas Grahane Hoy, Sansatyaram. Mukundo Sevan Broto, Koilyo Nirdharan, Prabhu kahe, Mukundo Sevan Broto, Koilyo Nirdharan,
Mukunda Sevaya Hoy Sansata. He took resolution to. Also er hat sich vorgenommen, Mukunda, der höchsten Persönlichkeit, zu dienen. So, actually it is the ultimate goal of sannyas. Und das ist auch das ultimative Ziel von Sannyas. Mukunda Sevan Vrata Hoy Samsara Daran. Und nachher kannst du die ganze materielle Welt durchtrennen und verlassen. Und die Art von Sannyas, so wie sie der Tribhikshu Swami genommen hat, das nennt sich Narodam Sannyas. Und wer ist jetzt Dir Sannyas? Dir Sannyas ist derjenige, der was Sannyas nimmt, nachdem er Geburt genommen hat, und entwickelt er Tag und Tag mehr und mehr Entsagung. Er sieht klar, dass die materielle Welt ist unklar und unstabil und ich habe keine Verbindung mit irgendjemandem da. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, der hat immer den Punkt gesagt, als allererstes baue deine Verbindung auf, Sambandha mit der höchsten Person. Und gleiche Mahaprabhu hat auch über das gesprochen, weil ohne Sambandha Gyan, was kannst du da machen? Da ist der Lebensstand des Sannyas, Brahmachari, Grihastha, ist alles nicht wirklich möglich. So Srila Prabhupada hat wiederholt immer gesprochen über Sambandha Gyan, über die Beziehung. Was man wirklich hat. Und es gibt jetzt Personen, die was durch die Samskaras im letzten Leben eine gewisse Entsagung in dem Leben aufzeigen, Tag für Tag. Das erhöht sich, das Gefühl. Und nach einer gewissen Zeit denkt er sich, oh, er kann nicht in der materiellen Welt sein. Und nachher geht er automatisch. Aber als allererstes ist das Gefühl da, dass du eine gewisse Bitterkeit fühlst. Sukadev Goswami zum Beispiel war so ein Beispiel, der was das von Geburt an gehabt hat. So, warum haben die meisten von unser Guru Varga Sannyas angenommen? Weil sie eben Ehre zu Chaitanya Mahaprabhu geben sollten. Weil er selber Sannyas angenommen hat. So, das war die Stimmung von Chaitanya Mahaprabhu, dass obwohl er die höchste Person ist, doch er wird so handeln wie ein Sannyasi. Also das ganze Chaitanya Lila, Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Charitamrita, du wirst vorfinden dort. Actually Mahaprabhu sometimes exhibiting the Baba Supreme Lord. So Mahaprabhu, der hat manchmal die Stimmung gehabt vom höchsten Herrn und an andere Tage wird Devotee. In Srivas Angan, wo er im Vyasasang gesessen ist, hat er wie in Reihen, oh, macht jetzt gesprochen, macht jetzt Abhishek, die Badezeremonie, bringst mir Milch, das und das. Und nachher hat er alles angenommen. Also das war in der Stimmung von der höchsten Persönlichkeit. Aber zu anderen Zeiten war er in der Stimmung von einem Devotee. Also manchmal hat er die 6 Arme gezeigt, die Form vom höchsten Herrn. Und manchmal hat er gerufen, oh, gib mir Kripa, gib mir Kripa. Also das waren 2 verschiedene. Mahaprabhu selber hat das aufgezeigt.
Mahaprabhu himself told, actually, what use taking sannyas? Mahaprabhu telling sometime, crying and laughing and speaking. Sometimes speaking, what use taking sannyas? I only need prema. Also vor Samsam manchmal sagt er, was ist der Wert, dass man Sannyas annimmt? Ich will nur Krishna Prema, weil er wollte damit aufzeigen, dass Krishna Prema ist das Höchste. Und in der letzten Harikatha hat er auch gesprochen über Vira Tattva. If you want to, practice detachment, you cannot come out. Also wenn du You can go on practicing, but that practice should be under the guidance of a pure devotee, who is having detachment itself, who is having viraha. Also Viraha bedeutet wirklich, dass du ganz wirkliche Entsagung hast. So und ohne dem Gefühl von Viraha, oh, my Gurudev is not there, Bhaktivinoda Thakur ist gegangen, Srila Narotam ist gegangen, Srila Narotam Das Thakur, der wirft sich sogar mit seinem Kopf gegen die Wand. Bashani Kudibe Anale Bushibo, Gauranga Guner Niti Kotagelba. So die Kirtans von Srila Narotam Das Thakur, bevor er die geschrieben hat, hat er das gefühlt und hat geweint. Also er hat es dann nachhinein hat es aufgeschrieben, so Gebet oder so ein Song. Manchmal haben gewisse Devotees von der Gaudiya Math das Kirtan gesungen von Srila Narotam Das Thakur. Also ihr könnt, da waren sie das bei Math hat dann gesagt, ihr könnt singen die Songs von Srila Narotam Das Thakur, aber könnt ihr das wirklich fühlen? So wir singen das nur, wir fühlen das nicht. Und die, was wirklich fühlen, die nehmen genau die gleiche Stimmung an, die wollen den Körper verlassen. Also, aber was ist unsere Kondition oder unsere Stimmung? Wir wollen manchmal Sannyas nehmen. Manchmal wollen wir gewisse Gelübde einhalten wie Brahmachari. Nach dem sieht man, dass die gewissen Brahmacharis oder Sannyasis nicht wirklich Chaitanya Mahaprabhu folgen. Then actually, this is the condition. Also das ist die Kondition, was für eine Stimmung du Sannyas nimmst. What is the reason? Actually the reason that you like to get lost. You like to get lost in Krishna Prema. You are coming out of your so du nimmst wirklich Sannyas an und verlässt dein Zuhause, weil du wirklich verrückt bist nach Krishna. Nur um Krishna zu finden. Wo ist Krishna? So wie die ganzen Gopis. Wo ist Krishna? Wo ist Krishna? In Gopi geht die ganzen Gopis, die laufen alle 12 Wälder ab. Oh Krishna, Krishna, wo bist du? Krishna, Krishna. Also das ist im Bhagavatam geschrieben. So wenn du wirklich die Stimmung fühlen kannst, nachher
and running here and there. In Bhagavatam it is written that actually Sukadeva Goswami speaking, those Gopikas, they are Bichukur Unmattakavadvanat Vanam. Where is Krishna? Oh Krishna, oh Krishna. Also die sind ganz verrückt nach Krishna. Wo ist Krishna? Wo ist Krishna? Suchen sie ihn überall in alle Wälder. So diejenigen, die was aus der materiellen Welt gehen wollen, aus ihrem Familienleben, die wollen, die sagen am Anfang auf, dass sie Krishna suchen und finden wollen. Aber nachher werden sie beschäftigt in der Suche nach Geld und Ruhm. Weil das ist das größte Hindernis auf dem Weg von Krishna Bhajan. Also wenn man Sannyas annimmt, nachher wollten die von dem materiellen Leben rauskommen und wirklich nur Krishna suchen. Aber nachher sind sie doch wieder in die Falle gefallen von Maya und haben nach Geld und Ruhm gesucht. So das ist die höchste und letzte Falle von der illusionierenden Energie, wo viele es nicht schaffen, da weiterzukommen. At the same time, sannyas is one kind of preaching, because sannyas who is himself practicing. That's why actually when some devotee went that side of river Ganga, he wanted to pay dandavat to Vamshidhar Babaji Maharaj and singing. Also die gewissen Devotees die Ganga überquert haben und für Vamshidhar Babaji Maharaj den Song gesungen haben von Narottam. Und hat er gesagt, du hast nur, ihr singt nur, ihr habt nicht das Gefühl. Weil wenn du wirklich das fühlst, nachher fällst du in Ohnmacht. Also der Punkt ist volle Entsagung. I went to pay dandavat to Vamshidhar Babaji Maharaj. I see late noon, Vamshidhar Babaji Maharaj singing and frying brinjal. Brinjal, you know? Brinjal. Brinjal, frying. In a pan, frying brinjal with oil, everything. There is no spoon, nothing, with hand. Then go, or Vinod Prabhu speaking. Babaji Maharaj, you have no spoon, nothing? But we are laughing. I'm looking. I'm just waiting. What Gaurnita doing for me? Just why I'm doing with hand. I'm using hand. Let me see what Gaurnita doing. I'm doing hand. So much belief, strong belief in Gaurnita. That day, previous, not Jiva Goswami birthday, the first part of this discussion, repeatedly Viraha Tattva. I was speaking without actually Viraha. Also, das in der letzten Klasse, wo er über Viraha gesprochen hat, ohne Viraha, wenn du da nicht praktizierst. Das ist ein Vers aus der Bhagavad Gita. Also du kannst praktizieren, aber wenn du nicht wirklich den Trennungsschmerz hast, das Viraha. Also du musst die Gemeinschaft von den Devotees haben, die was Viraha haben. If you can develop detachment and viraha, from viraha detachment is perfect. Sweet detachment. Also von der Entsagung, von der Trennung, wenn dann natürliche Entsagung aufkommt, das ist wirkliche Entsagung, nicht falsche. Tathapi krandami saubhagavaram prakasitum vamshi virasanana lokanam vina prana palanga gano vibharmi vitha. Vibharmi means
I like to maintain my body and mind. What use? Chaitanya Mahaprabhu speaking, you can put question, then why you are crying if you are not successful? Actually, my crying is not 100% perfect. I am crying to show that Also das ist ein Vers, wo Chaitanya Mahaprabhu aufsagt, dass er eben, obwohl er weint, er will aber mit dem Weinen nur aufzeigen. Was für Glück er hat in Wirklichkeit, sagt er hat keinen Hauch von Liebe für Krishna. Aber doch weint er, um eben sein Glück aufzuzeigen. Es ist nicht zu 100%. Also, aber wenigstens weint er für Krishna, obwohl es nicht 100% ist, aber er weint. Now actually, Prabhupada Saraswati Pal, Adi, they are actually all our Guru Varga. Be sure, 100%, they are all permanent. So, Prabhupada Saraswati, alle Guru Varga, das sind alles Paramahamsis, aber doch, die nehmen den Lebensstand von einem Tridandi Sannyas an. Paramahamsa Shasta, Prabhupada Saraswati Prabhupada. Catching straw. Der nimmt Stroh zwischen seine Zähne. Catching straw in teeth and falling down, rolling down on ground. And praying in front of gibt volle Dandavat Pranams und betet für alle Sadhava. Sakalameva Vihaya Tura Chaitanya Chara Kuratana. Sakalameva Vihaya Nyachanda Charane Shanara Chaitanya Chanda Kurni Kuram Lagam. So, warum lauft ihr hinter dem Geld nach und Vergnügen? Was für Vergnügen kann sie euch da wirklich erwarten? Verlass die ganzen falschen Ideen und versuch wirklich die Anhaftung nur zu Gauranga Mahaprabhu zu haben. Ramananda Samvad. In der Diskussion zwischen Ramananda und Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu sagt dort, Krishna ist so barmherzig. Krishna, der will mich immer herausheben aus der materiellen Illusion, aber ich bin so vom Unglück betroffen, dass ich nie wirklich den Weg wirklich gehen will. Also die Barmherzigkeit, die Kripa von Krishna ist immer da, aber ich nehme sie nicht an. Andere, die fangen Krishna-Bewusstsein an und erwarten sich aber Geld, Ruhm, Ansehen und so weiter. Es kann auch vorkommen. Mahaprabhu spricht. Krishna kahe. So Mahaprabhu, der sagt, Krishna ist so barmherzig. Auch wenn ganz dumme Leute kommen und die wollen Geld und Position und so weiter. Obwohl sie so dumm sein und nach solchen Dingen suchen. Und die erwarten sich sowas von mir, die fragen nach sowas von mir. You don't know the consequence. Common people, they don't know the consequence they are going to meet in future life. Also die normalen Leute, die wissen nicht, was eben passiert mit ihnen in naher Zukunft, wenn sie so weitermachen. Also Krishna sagt selber, die sind dumm und ich bin ein Pandit, ein Gelehrter, warum soll ich ihnen so einen Blödsinn geben oder sowas? Ich gebe ihm doch den Amrita, den Nektar von meinen Lotusfüßen.
Also warum soll ich ihm die Sinnesbefriedigung geben? Ich gebe ihm besser den Nektar von meinen Lotusfüßen. Sacharanamrita diya Vishai Kulaibo. Weil, ja. Also Sanatana Goswami genauso mit Druck und Gewalt sagt, trink den Nektar, trink den Nektar. So, Sanatana Goswami, Paradukha Dukhi. You know, so Chaitanya Mahaprabhu speaking this way is so foolish. He is expecting matter from me. Why should I give? It's one kind of bondage. So eben die normalen Leute in der Welt wollen Gift. Sie wollen was eigentlich ganz schlecht ist, weil sie nicht wissen, was die Konsequenzen ist, wenn sie das so weiterleben. Deswegen sagt Chaitanya Mahaprabhu, nein, ich gebe ihnen das nicht, ich gebe ihnen einen Nektar. Und dann mit Nachdruck. How we can expect to do Krishna bhajan, whereas your heart and mind always roaming around matter. So, wenn unser Geist ständig sich um Materie dreht, um materielle Sinnesbefriedigung, wie kann man dann Krishna bhajan anfangen? Vishaya Shakta Chittananda. Also all diejenigen, die was die Attraktion für die materielle Welt haben, Sinnesbefriedigung, die können den Schritt nicht machen. Also du musst Krishna rufen, wirklich mit Tränen nach ihm, weil kein anderer Weg da ist. Unser ultimatives Ziel ist Krishna. So, aber wenn wir jetzt eine gewisse Attraktion haben in Materie, doch müssen wir nach Krishna rufen und schreien und nur ihn als Ziel haben. Obwohl wir all solche Wünsche haben, materiellen Wünsche, soll man immer und immer wieder versuchen, nur den Weg zu Krishna. Also verlass niemals das Krishna Bhajan. Es ist unsere Aufgabe unter der Führung von Srila Bhaktivinoda Thakur, Siddhanta. So die sagen, und so Guru Varga sagt, diejenigen, die was in der normalen Welt leben, die was von der Gaudiya Math sein, passt auf, sei bereit, dass du wirklich Liter und Liter von Blut schwitzen musst, um eine Person aus der materiellen Verstrickung zu heben. So, das ist die Aufgabe von jedem in der Gaudiya Math, die was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada vollen Srila Prabhupada. So, die müssen denen helfen, die was in der Welt sind. Und nur dann sind sie von der Gaudiya Math. Also nur wenn du bereit bist, für wirklich Liter für Liter Blut zu spenden und zu schwitzen, so, dass du anderen hilfst. Nachher bist du wirklich von der Gaudiya Math. Because it is our duty. The sloka I started with, Gaudiya Goswami Prabhupada speaking, you see, the topmost example set by Prabhupada Saraswati He is speaking. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sagt, oh, schau dir das ausgezeichnete Beispiel an, das Leben von Srila Bhakti Prabhupada Saraswati. Er sagt, gebt alles auf und kommt zu mir, Chaitanya Charani. So, das ist der Weg, aber wir können das nicht gleich machen. Don't become very angry. Don't become, then you can fall down. Don't become angry. All the time keep hope. All the time try to keep hope.
that I am only trying. Prabhupada speaking, we are actually like peon. Peon, you know, those are distributing letter in different address, only from different place or letters coming. It is the duty of peon. It is the duty of peon to collect all letters. It is his duty to go home to home. Knock. It is your letter. Also unsere Aufgabe ist, nur die Briefe zu überteilen. Wir das, was wir gehört haben, unsere Aufgabe ist es für die Personen, was in der materiellen Welt sein. Wir sollen denen den News, den Nachrichten übergehen. Wir sind nur Postmänner, die was die Post übertragen. So, wir übertragen die Post nur von höheren Autoritäten. So, wir haben keine verantwortlich, ob da jetzt eine traurige Nachricht ist oder eine gute Nachricht ist. Wir sind nur Übertragende von der Nachricht. So, Prabhupada speaking, be careful, we are from Gaudiya Math, we are like pure. All message coming from Chaitanya Mahaprabhu. Wir übertragen nämlich nur die Message, die Aussage von Chaitanya Mahaprabhu in der richtigen Auffassung. Wir haben kein Recht, irgendwas zu ändern an der Aussage. Das wird genauso weitergegeben, wie wir es gehört haben und gekriegt haben. Wir können kein Beistrich, kein Komma, nichts ändern dort. I can deliver this message. At the same time, I must be very careful that I must act myself, practice myself. Without practice, I cannot go for preaching. So ohne Praxis kann man auch nicht, ohne dass man selber praktiziert, hat man nicht das Recht, zu anderen zu predigen. Oder zu anderen zu sprechen. Also, it is our duty to pray in front of all common people. You have the golden opportunity scope. Can you take? Es ist unsere Aufgabe, für alle Leute zu beten. Oh, schaut euch die Chance an, was ihr habt. Ihr könnt jetzt in die Richtung gehen. Warum nehmt ihr das nicht an? So, wir haben auch die Möglichkeit zu beten. Srila Prabhupadas Goswami weint genauso. Nam die Dantier, Shimatu Padam Bochao Tulis Shama Janma Janma. I can discuss this point. Raghunath Goswami also crying. So Raghunath Das Goswami, der weint auf die Art, oh Rupa Goswami, oh Rupa Goswami. Adodanam strinam dantai ridam jache punaha punaha simad rupa padam bujadhuli swam janma. So, Geburt für Geburt. Lass mir bitte nur den Wunsch haben, dass ich nur ein Staubpartikel an die Lotusfüße von Rupa Goswami bin. Das ist meine Bitte. So, wenn du if you lose your patience, you can break up all the system. So, wenn du den Wunsch hast, nach einem Versuch ja nicht aus dem System von Varnashram auszugehen. You are going for preaching, but before that I have some requests. I have some, requests in front of you. But Prabhupada speaking, before sending, also Prabhupada, bevor er die Prediger ausgesendet hat in die westlichen Länder oder in Indien, dann hat er gesagt, oh meine Freunde, oh meine Schüler. Er hat gesagt, ich habe Bitte für euch. Was für Bitte? Prabhupada sagt. Krishna Varnam Tisha Krishnam Sangha Pangastu Parsadam Jagvair. This sloka nice? No, I am not going to discuss this sloka. But what Prabhupada wants to speak, I have to speak this. I can discuss at the time I go for it. Actually, this sloka here, what means? Sangha Pangastu Parsadam? Sangha Asta Parsadam. Was bedeutet?
Krishna Varnam Krishna Krishnam Svangopangastat. Sangha. Sangha means Sanskrit Sa Anga. So Anga, So mit Anga bedeutet. If you understand Sanskrit language, you must understand Sangha. Sangha means Sa means together with Anga. Sa zusammen mit Anga, Sangha. Not material body, transcendental. What do you mean? Kein materieller Körper, ein transzendendaler Körper. What Prabhupada want to say? Prabhupada speaking, Sangha Pangasta Parshadam. Sangha Banga Asta Be Parshadam. careful, oh my friends, oh my Guru Varga. So, seid aufmerksam, mein Guru Varga. Sag jetzt zu den Schülern. Sangha bedeutet, All this Bani of Gauranga all die Mahaprabhu Vani is identical von with the picture der of Gauranga. Follow. Devani, die Aussage von Mahaprabhu, der ist nicht verschieden von Many times Mahaprabhu. I told you forget. From transcendental world, if you speak anything, if you think anything, anything is that equal to the object it means. Follow. Like Madhavendra Also in der transzendentalen Welt Vrindavan itself present. ist, wenn zum Beispiel Madhavendra Puri sagt, oh Vrindavan, Vrindavan, nachher ist das die Worte sind Vrindavan, das fühlt er selber. Und Vrindavan manifestiert so selber. Itself present. Und wenn er sagt, oh Mathuranath, Mathuranath, oh Vrindavan Chandra, wenn er so ruft, dann ist wirklich Vrindavan Chandra in dem Moment präsent. It's one kind of, feeling, very viraha. One kind of viraha. Now you've gone to Mathura, now you are Mathurana. We lose you. Actually, Madhavendra Puri was not going to think about Mathurana. Only this viraha tattva, to project, to speak this viraha tattva, feeling, is speaking, now you are Mathurana. You've gone to Mathura. Actually, Madhavendra Puri was never Also Madhavendra Puri hat es aber nur so ausgedrückt, Mathuranath. Er würde niemals jetzt Mathuranath verehren. Es sei IIT&DE ist Nandanandan, Krishna, Vajendranandan. So, das sagt er nur in seiner Stimmung, in seinem Gefühl von Trennung, oh Mathuranath, oh Mathuranath. Also bevor die Leute gegangen sind, die Schüler von Prabhupada, bevor er geschickt hat ins Ausland und in Orte von Indien, hat er gesagt, er hat eine Bitte nach alle. Er hat darüber gesprochen über den Vers Swanga, Anga, das ist Vani Vapu. Also die Sprache von Chaitanya Mahaprabhu. Also alles. Is equal to Chaitanya Mahaprabhu. Be careful. In material world, you cannot understand. Also in der materiellen Welt kann man das nicht verstehen, aber dort ist die Sprache gleich mit der Form selber und mit allem Drum und Dran. Es ist hinter all jeglichen menschlichen Verständnis. So in der transzendentalen Wort ist das Welt, das ist das Wort, was gesagt wird, das ist selber das Objekt, selber die Sache. Also aber in der materiellen Welt ist ein großer Unterschied zwischen dem Wort und dem Objekt. Und das, was dazwischen ist, das ist die illusionierende Maya. Also du kannst das dann nicht erwarten, aber in der transzendentalen Welt ist es möglich. So Srila Prabhupada sagt Swanga. Swanga means I am in the Harikatha of Krishna. Also das ist die Harikatha von Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Vani ist gleichzusetzen mit Chaitanya selber. Upaanga. Also what do you mean by that? All the teachings given by Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Varno Tisha Kirunam, is already in Bhagavatam written about Chaitanya Mahaprabhu.
about Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Varnam, Krishna Varnam, Tisha Krishnam, Sango Pangastu Parsadam. Sango. Upango. Jetzt, was ist das Upa-Anga? Upango means all, Sango Pango, Sango, Anga I always Pango, and Parsadam. And the teachings of Chaitanya Mahaprabhu is Astro, Weapon. Weapon. Sango Pango, Astro, Parsadam. Astro. Parsadam means Und those who are Parshadam, established in the teaching of Chaitanya Mahaprabhu, they actually Parshad. Or more clearly, I like to actually speak, Prabhupada speaking, those who are totally established in the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, they are actually Parshad. Or in other way I can speak, this way also. Those who are going to establish the Manavishta, Sri Chaitanya Manavishtam Sthapitam Jena Bhuta, they are also, so diejenigen, die dieses Manobishta, das inneren Wunsch von Chaitanya Mahaprabhu erfüllen, das sind those who are wirkliche Parshad, ewige they Geweihte. are going to implement the heart of Chaitanya Mahaprabhu. So they are Parshad. All Parshad. This way actually, Prabhupada speaking, Paratpar Akhileshwar, his Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu himself, he is Supreme Lord. Still, he is teaching us, before going for preaching, you must remember this point. So, über das hat eben Srila Bhaktisiddhanta, der hat über den Vers gesprochen, erklärt, was ist eben Ashta, Parshadat, Anga und Upa-Anga. Und dann hat er noch gesagt, vergesst ja nicht den Vers drin, da bist du nicht schon. Und die Toleranz. You have to suffer. And you have to become humble in the blade of grass. Then and only then you can go for preaching. Then each and every speech coming out of your mouth, lotus mouth, can put an impression into the heart of a bonded soul. Be careful. Nur dann hat man wirklich die Macht, dass die Sprache dann eine Auswirkung hat auf die Leute in der materiellen Welt, weil man die Lehren alle wirklich selber lebt und ausführt. When I went there, I see tremendous, detachment. What kind of detachment there? He don't care. He don't care for my education, what kind of huge education I have, he don't care. He don't care for my, Also wo Srila Bhaktisiddhanta vor Gaura Kishore Das Prabhupada Math gekommen ist, hat er verstanden, dass Gaura Kishore Das Prabhupada, der hat nicht geschaut, was er jetzt für große Ausbildung gehabt hat oder von was in einer hohen Familie kommt. When I see the beauty, the charm, lotus, und wenn er seine Lotusfüße gesehen hat, von Gaura Kishore Das Prabhupada Math, hat er sich so angezogen gefühlt, aus seinem Achara und Vichara und so viel Bhakti, was er gehabt hat, alle Qualitäten, Trinada Visunichana, all der ganze Vers, der ist in dem Leben von Gaura Kishore Das Prabhupada Math. Also so tolerant mehr und mehr wie ein Baum. Das ist aber so schwer und so hart, aber doch. Es ist geschrieben. So original ist geschrieben. Taror Iva Sahishna. Taror Iva Sahishna. Also, aber als Schüler von Srila Bhaktisiddhanta, der hat das geändert in der Gaudiya Kantaha.
Und der Editierer, der ist ganz ärgerlich geworden und der hat das vor Srila Prabhupada gebracht, die Änderung. Er schreibt Right, yes, it's right. We cannot change it. Huh? Yes. Actually, it is okay. 100%. Also Srila Prabhupada hat dann gesagt, aber es ist okay, so wie er geschrieben hat. Es ist richtig. So you see, Prabhupada speaking is all right, right? Yes. Vaishnava is more than a tree. Yes. So, Vaishnava ist mehr als wir Baum. About Haridas Thakur, Sanatana Goswami. So Haridas Thakur und Sanatana Goswami. Authentic personality. Das sind die authentischen Personen, die was das vorzeigen. Haridas Thakur in Purushottam Dham. Haridas Thakur praising all your family members. Actually, you are getting nice scope to do Krishna Seva there in Vrindavan. Mahaprabhu already give you home there. Huh? Mahaprabhu give order, you go to Vrindavan. And all different kind of lost pilgrimage, you will have to search and find out. You will have to compile all different kind of scriptural evidence, like, you know, already Haribhakti Vilas, this, that, or something. So you have to do this. Sriti Adi, you will have to establish. Also Chaitanya Mahaprabhu sagt zu dir. So you are very lucky. In front of Sanatan, Haridas Thakur. Srila Haridas Thakur sagt ihm das vor dem Sanatana Goswami. Aber dann Srila Sanatana Goswami sagt, oh, du bist die höchste Persönlichkeit von Chaitanya Mahaprabhu, weil der heilige Name über allem ist. Also Harinam ist über allem. More than Hari. Also mehr als wie Hari, sogar ist Harinam. Harinam is more than Hari. What Hari cannot do, Harinam can. Also was Hari nicht machen kann, kann Harinam machen. So wo Hanuman die Brücke gebracht hat nach Lanka, da ist das aufgezeigt von Hanuman. Der hat die Steine genommen und hat auf die Steine Jai Sri Ram geschrieben und hat dann die Steine reingeworfen ins Meer. Und die Steine, die sind auf dem Wasser oben geflossen. Also sie sind nicht untergegangen. Und Ramachandra schaut sich das Ganze an. Also ganz, ganz große Steine mit dem Mahamantra oder Ram, Jai Sri Ram, wo es oben geschrieben ist, das wirft er rein. And that stone floating. Still today, if you go search internet, you can see. Also heute siehst du sogar im Internet, kannst du sehen, dass die Brücke, die Steine unten sind. The name of that place is Setubandha. Setubandha making bridge overseas. That bridge is still today. You can see if you go so über den Satelliten kann man das sehen. You can see camera. You can see those stones there. Long stone. Also es ist ganz eine lange Brücke nach Sri Lanka. Kannst du heute beobachten mit Kameras, die was so tief unter Wasser aufnehmen. Ramchandra and full troops coming back. So wenn that time Sumundra cried, Prabhu. Ramchandra und seine Gruppen zurückgekommen sind, nachher weint der Ozean, der Sumudra. Then Ramchandra take one bow and arrow, throw. Weil er hat ihn gefesselt vorher, der Ramchandra, und jetzt hat er mit seinem Bogen und Pfeil hat er die Brücke gesprengt wieder. Hat ihn somit befreit. Samudra, das Meer. Varunadev. Ramchandra was bound to break that bridge. Still today you can see. So more than Hari. Also mehr als Hari ist Harinam.
Even Namaparada, Adi, etc., if I go on discussing, you can find. But you cannot get excuse. Day by day, if you go on doing Harinam, very from heart, als wenn du wirklich craving mood, vom Herzen Harinam chantest, Tag und Nacht, weinst und weinst. Oh Prabhu, Entschuldigung, I have done mistake. ich habe so viele Fehler gemacht. Oh Harinam Then Prabhu. someday the Harinam can. Und irgendwann gibt der Harinam But don't lose your patience. Kripa. Day by day you can get result. Also sei geduldig, du musst geduldig sein. Die meisten Leute, die verlassen, die verlassen die Geduld. Aber Srila Vishwanath Chakravarti sagt, oh, Actually, if you see somebody, wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der was gefesselt ist, no, actually some Chain. chain is there. Somebody find you in this condition and asking, wait, I'm going to cut. So jemand sieht die jetzt gefesselt in Ketten, dann kommt jemand zu dir her, oh wow, jetzt komme ich und langsam kommt er mit der Eisensäge und schneidet. Aber es ist erst halb durchgeschnitten und noch nicht ganz. Aber derjenige, der gefesselt ist, der sagt, oh, ich bin noch immer gefesselt, ich bin noch immer gefesselt. So ohne das, dass es komplett durchgeschnitten ist, musst du denselben Schmerz haben. Totally when you have to cut totally, so for that you have to wait. Don't lose patience. So, das zeigt eben auf, dass du nie die Geduld verlassen sollst. Also du musst weitermachen und weitermachen, weil du 100%ig befreit wirst. So actually, Harinam is more than Hari. So Nathan asking Prabhu, Thakur, you actually Namacharya. Mahaprabhu, all Parshad, you are topmost, because you are Namacharya. Name is above all. You are Namacharya. Also Sanatana Goswami sagt zum Haridas Thakur, oh, du chantest Harinam, du bist der Höchste. Actually Mahaprabhu called you Namacharya. You are Namacharya. We cannot compare. Also wir können keiner mit dir vergleichen, du bist Namacharya. Und Sanatana Goswami sagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt für alle Gaudiya Vaishnava Devotees da. Er sagt eben, dass ohne dass du selber praktizierst, kannst du nicht predigen. In Bengali, you must understand. Somebody we see is remembering so much thing. He is versed in scriptural analysis, but not practicing. Also es gibt Leute, die was ganz klärt sind in die Geschriften, die können sprechen für Stunden und Stunden, aber wenn sie nicht wirklich etabliert sind selber in die Lehren, nachher, was ist das? Acharya kare karo. Somebody only, following Chaitanya Mahaprabhu, but not going for preaching. Manche, die wollen auch nicht predigen. Go on practicing, not going for preaching. Er praktiziert nur sein ganzes Leben und will nicht predigen. Somebody is practicing, but not going for preaching. On the other hand, you can find somebody who is going to preach, not having acharan. Also es sind die zwei Seiten. Jemand, der was predigt, aber kein Acha hat, wirklich das Beispiel aufzunehmen. Und jemand, der was nur Bhajan für sich selber macht, aber nicht andere hilft. Aber du, Haridas Thakur, machst beides. Dein Achan und Pracha ist perfekt. You are Acharan topmost. Achar, Prachar, never Karahadri Karja. You are doing both. You are doing 3 lakhs Harinam. Speaking about the glories of Harinam. At the same time practicing also. Hare Maharaj, at the old age, Haridas Thakur, almost old age. Also Chaitanya Mahaprabhu,
Der hat in seinem Alter, wo er älter geworden ist, hat er nicht mehr so viel chanten können und seine Runden fertig chanten können, hat er kein Prasad angenommen. Also du gibst mal ganz wenig, ganz einen kleinen Krümel, den nehme ich zu mir, und weil ich muss das Prasadam respektieren, und dann stelle ich es auf die Seite und dann chante ich meine heiligen Namen. Und wenn ich fertig bin, dann nehme ich. Oh my God. This kind of acharan so eine Art von Acharan, das bringt dich vor Krishna. Without acharan, only false philosophy can give you honor, external honor. Ansonsten kannst du zwar äußerlich eine gewisse Ehre oder Ruhm erwarten, aber nicht die Ehre von Krishna. Also Krishna wird sich dir selber hingeben, wenn du das so praktizierst. Advaitacharya. This sloka, Tulsi jal matrena jalassajalu kenava vikriniti swatmanam. This sloka I discussed. Advaita Goswami's affairs. Very nice. In Santipur, Bengali. Noon time Bengali, there. Afternoon time maybe. So Krishna like to sell. Many times you can go to Chaitanya Bhagavad, Chaitanya also. Actually, I sell myself in front of you. Chaitanya Bhagavad sieht man oft, dass Chaitanya Maha sagt, oh, ich bin dir ausverkauft, ich bin dein, du kannst mir überall hingeben. Ich bin verkauft an dich. Ich mache alles, was du sagst. Du kannst mich an jedem verkaufen. So, das ist die wirkliche Voraussetzung für ein Paramahamsacharya. Der was das wirklich in sein Herz aufnimmt. Was willst du ansonsten austeilen? Willst du Geld austeilen? So, wenn du das nicht hast selber, wie kannst du es dann verteilen? So, Sannyas bedeutet denen was verteilen. So, jemand, der was nur Lust, Geld und das hat, aber kein Bhakti. So, wie kann er das dann auch verteilen, Bhakti? So einer kann dir nicht Bhakti geben. So, das Tararapi Saishnu muss 100% sein. Haridas Thakur, was ist durch 23 Marktplätze oder 21 Marktplätze gepeitscht worden. Aber er hat für sie gebetet, bitte vergib ihnen, die wissen nicht, was sie machen. So that they cannot get any kind of punishment. Oh Prabhu, I request you, please save them, so that they are not going to get any kind of punishment. They are going to give me pain. Er sagt eben, oh, bitte vergib ihnen, die wissen nicht, was sie machen. Haridas Thakur hat so gebetet, oh, bitte, mach sie frei von ihren Vergehen. Sukaiya moile kare pani na mangoy, jeiya mangwe tare daya pondhan, karma bishti swaheyanir koroe raksham. There is a point. A tree never going to ask anything, maybe for. Also ein Baum, der fragt nie nach irgendwas, aber wenn er für die letzten 20 Tage kein Wasser gekriegt hat, fragt er die doch nicht, oh, gib mir Wasser, ich trockne aus. Oder irgendein Mann, der was jetzt in den Wald geht, oder Förster und die Bäume fällt.
Und nachher reckt er sich auch nicht auf. Und er gibt sogar den Mann noch Schatten vor der Sonne und Schutz vom Regen. Also der Baum, even when he's hungry, is taking fruits from mango tree, mango, flower, leaf, everything, whatever you need. But still no complaint, no dissatisfaction. also der Baum, der hat keine Unzufriedenheit. Der gibt und gibt und gibt. Und obwohl du ihn selber anders behandelst oder schlecht behandelst, gibt der Baum immer und immer wieder. Zu dem Holzfäller sagt zum Beispiel Ani, du zuerst wolltest mir die Äste abschneiden oder fällen und jetzt liegst du hinter mir unter meinem Schatten und suchst da Zuflucht. Aber der Baum sagt es nicht, der regt sich nicht aus. Und Srila Haridas Thakur ist genau das Gleiche, weil der Vaishnava, der muss die Qualitäten haben. Obwohl er fast beim Sterben ist, wo sie nach 22 Markplätzen geschlagen haben. Mit der Peitsche, ganz starken Eisenpeitsche. Und sein Fleisch und Knochen sind alle aufprallt und gebrochen. Aber doch, er sagt zu ihnen, oh, vergib ihnen, vergib ihnen. Also das ist das, was der Baum nicht kann. Der Baum kann nicht für die beten. Das ist, warum ein Vaishnava mehr tolerant ist als wie ein Baum. Jesus genau das Gleiche, wo sie ihn aufs Kreuz kruzifizieren wollten. Und hatte genau so That's why we are bound to speak. Actually, Jesus Christ externally. Also extern schaut Jesus Christus. Extern ist nicht so aus wie Vaishnava, aber innen drinnen im Herzen war er Vaishnava. Also die Lehre, wo Jesus eben nicht da war, wo sie eben nicht wissen, was war, da ist eben alles Dokumente da, dass er eben in Indien war und dort Lehren gekriegt hat. Und das hat er dann mitgenommen. Extern findet man bei Bhaktivinoda Thakur kein Tilak manchmal. Und Swarup Baba, der hat da in Purushottam Dhamin falsch verstanden in Bhaktivinoda Thakur. Er hat kein Mala tragen, kein Tilak. Aber dann hat er später verstanden, was für großer, hoher Vaishnava er war. Am Anfang hat er es nicht verstanden. Er ist der ewige Geweihte von Chaitanya Mahaprabhu, aber mir war es nicht möglich, das zu verstehen. So Srila Prabhupada sagt vor all seine Guru Vargas, seine Schüler, was als Guru Vargas Sikh, oh meine Freunde, bevor es nach Predigen geht und erinnert sich immer an den Vers 3 von Chaitanya Mahaprabhu, go for preaching. And while you are in preaching mood, you are going for preaching, be careful. So, und während es ihr predigt, dann erinnert euch immer an eure Identität. Gopi Baltu Padakamalana Dasa Dasuna Dasaha. Also das sollt ihr auch nie vergessen. The moment you lose your contact with Guru Varga and Panchatattva, Chaitanya Mahaprabhu, you are going to die. Don't try to forget that it is your only duty to serve Chaitanya Mahaprabhu. Don't try to forget this point. If you forget, all your preaching is all useless preaching. So, die einzige Aufgabe ist, Chaitanya Mahaprabhu zu dienen und nichts anderes. Du fühlst dich nur als Diener vom Diener. It matters little for you because you have no expectation. You have expectation, no expectation. Eben, wenn du da nichts erwartest, dann hast du kein Problem beim Predigen. A charitable doctor, Vaidya, he is going to treat person. He is going to cut some limb. Because he is already, gone out of order. So it can develop cancer. So,
Vaidya, oh my God, you to cut and throw. The patient become very impatient. Patient become very impatient and kick. I myself know, one brahmachari. I myself know, I don't like to name. He was admitted to some ex-mission for treatment. He developed big fever. Malaria. And sister came and catch his hand, giving, injection. And that, Also da gibt es that brahmachari is einen not Brahmachari, der hat Malaria gehabt so impatient. He kicked that sister. Sister throw. und die Schwester wollte ihm Injektion geben und er hat dann seine Schwester weggeschoben auf die Seite. No angry attitude. Sister coming. Sie war aber nicht ärgerlich, die Schwester, obwohl er sie so weggeschupft hat. Also der Doktor hat mir die Anweisung gegeben, dir die Spritze zu geben. Und sie war niemals wütend oder ärgerlich. Und sie hat als erstes hat sie den Entschluss getroffen, bevor sie den Dienst oder die Aufgabe angefangen hat, dass der Patient eben alles Mögliche machen kann. Er kann They took oath. I'm going to take resolution. Any patient become very angry with me, I cannot become angry. So Without any interest. wenn jeder Patient mit mir Over giving sympathy. You are actually charitable doctor, Vaidya. You are going here and there, foreign country. Maybe they can kick you. They can insult you. But still you will have to carry out this nectar, amrita, medicine with you. So, die machen das Versprechen in der Medizin, der Doktor, dass auf jeden Fall die Medizin verteilen wird, auch wenn der Patient sich so oder so verhaltet gegen ihn. Und das Gleiche ist mit der Verteilung von Harinam und Harikatha. Wir wollen es nur verteilen, das ist unsere Aufgabe. Und wir machen uns nichts daraus, wie ärgerlich das sein auf uns. Das ist unser Gelübde. Be careful. You are Tirandi. Be careful. Don't forget. Don't forget the case of Tirandi Bhikshu from Bhagavatam. Also vergesst ja niemals den Tirandi Bhikshu, der was so viel Toleranz aufgezeigt hat in seinem Leben. Den soll man niemals vergessen, sagt Chaitanya, sagt Schüler Bhaktisiddhanta Prabhupada. An seinem Körper haben sie uriniert, haben ihm Steine auf ihn geworfen und all so weiter. Er kocht an Reis auf dem Fluss von der Ganga und opfert es seinem Dakuchi. Und nachher kämen irgendwelche frechen Buben und die urinieren auf sein Reis. Making urine on the plate. Making urine on the plate, but still not angry. Tirandi Bhikshu not speaking, not fighting. Maybe it is a desire of Krishna. Maybe it is the arrangement of Krishna. Maybe today I cannot. You can remember the case of one Tvaitik Vipra. In Chaitanya Bhagavat, one Vipra came in the house of Jagannath Mishra. 2 times already missing. Cooking and offering. God, third time, also gone. That actually, Tvaitik Vipra was speaking. Oh, Jagannath Mishra, why you become angry with the small boy? Maybe today it is the arrangement, it is the arrangement of Krishna today. I cannot take prasad. Maybe it is the arrangement of Krishna. I can take some fruits, everything. Because it's already 12 o'clock. So, nachher hat er sich aber gedacht, also dann die Bhikshu, das ist jetzt eine Entscheidung von Krishna. Und er hat immer so gedacht, er war so tolerant. Genau dasselbe müssen wir.
Die Toleranz müssen wir aufzahlen. Again that boy coming. What I can do? You are calling me. I'm calling you? Yes. You're speaking Gopal Mantra and offering to me. Oh, really? Yes, I am that. Then showing. Oh my God. 2 times God. Saktidan will come. Is not going to lose patience. So der Chaitanya Bhikshu, der hat kein, der verliert nicht seine Ungeduld. Und das ist die, then I cannot speak Harikatha. No expectation at all. Only Harikatha. It is a responsibility. It is my responsibility given by Guru Varga. also diejenigen, was Harikatha sprechen, können sich nicht erwarten, dass sie Geld kriegen von denjenigen, was zuhören von ihnen. Also dann könnten sie nie so wirklich die Wahrheit präsentieren. So, sie sind komplett abhängig von nichts da in der Welt. So, die geben nur die Message weiter, so wie sie sein sollen. You can remember that Digvijay Pandit, topmost Pandit came to get victory over Mahaprabhu. What kind of mood Mahaprabhu expressed? Also wo der Gelehrte Digvijay Keshav Bharti gekommen ist. When those small boys are laughing, because nach Nadia, nach Navadvip Dham. Because that Digvijay Pandit is just astounded. He cannot speak anymore. How possible a small boy, 16, speaking so nicely? He cannot explain properly. Because So der Digvijay Keshav Bharti war ganz erstaunt, wie so ein Junge mit 16 Jahren so reden kann und so gelehrt sein kann. The name of this word, Bhagnokram, when I break in, successive is breaking. Bhagnokram, Viruddhamati. Also es ist ein Fehler, was in dem Sanskrit-Vers aufgezeigt hat. 4 kind of mistake. Then all small boys, those who are sitting in Und front of die Jungen, die haben dann alle gelacht, aber Chaitanya Don't Mahaprabhu hat gesagt, na, lach nicht. Don't laugh. Actually, you are so big Pandit. Und dann hat er gesagt, du bist so ein großer Gelehrter. We cannot find such a Und in der big ganzen Pandit like Welt you. finden wir keinen so einen Pandit wie du. Du sprichst so wie die Verse, die kommen so raus, als wie der Wind. Big writer, they also making some mistakes. It's nothing actually. So jeder kann Fehler machen. How you Das can ist identify? so. Actually, you are a Pandit. You are speaking everything by the mercy of Saraswati. Something, maybe some benediction. I can remember. Niemals sagt dann, oder der Digvijay sagt zu ihm, woher kannst jetzt du die Fehler sehen? Und dann sagt niemand, das muss auch die Barmherzigkeit von Saraswati Devi sein. So, durch das habe ich auch eine gewisse Segnung und kann ihm die Fehler ausfindig machen. Und hat er gesagt, okay, treffen wir uns morgen wieder und dann diskutieren wir das. Das ist wunderbar. Also er hat so eine wunderbare Tomorrow we can make again. I like to hear so many things from you. I am a very small boy. I know nothing. Actually, you are actually Chaitanya Mahaprabhu sagt ganz you are teaching Kalava. How you can know the glory of my stotra? That's why I am speaking. I am very small. I know nothing. I have not gone through, big, anuprasadi. No, I don't know actually. That's why I am speaking. I heard something. So, Chaitanya Mahaprabhu sagt ihm immer wieder auf, ganz demütig. Und er wollte ihm kein schlechtes Gefühl geben. Also er sagt, er hat nur gewisse Dinge gehört, er hat die Sachen aber nie studiert. So, deswegen hat er die 4 Fehler finden können in seinem Vortrag über die Glorifikation von der Ganga. Und wenn der Digvijay Pandit dann heimgegangen ist und dann hat er gechantet, hat er
And I can start chanted. deep meditation. I can do bhajan of Saraswati. Und hat über die Saraswati meditiert und fragt sie dann, oh, warum hast du mir nicht geholfen vor dem kleinen Jungen? Zu der Zeit habe ich deine Barmherzigkeit nicht gekriegt. Sogar so ein kleiner Junge, der hat die Fehler vorfinden können. So ist deine Barmherzigkeit. Hey, that's not small boy. It's my husband. Yeah, husband, yes. Und Saraswati sagt dann, das ist kein kleiner Junge, das ist mein Ehemann. Das ist die höchste Persönlichkeit. So, ich kann nicht sprechen, weil ich wäre... Actually, Lakshmi is there. Lakshmi ist in Nishingadev, Bhag Isha und auf der Zunge. Isha ist Strilinga. Bhag Isha, Svachessamana. Saraswati sitting. Yeah, Saraswati. Nishingadev. Bhag Isha is Jasavadani. And Lakshmi is just Chavakshasi. And Lakshmi here. So what to do? What I can excuse? In morning time, again coming and paying prostitute Dhanva, please. What happens? Actually, I have done mistake. Und am Morgen ist er dann wieder gekommen und hat dann verstanden, dass er einen Fehler gemacht hat. One by one I can point out. Also wo nicht? Everywhere, where not? Everywhere, after taking sannyas, Mahaprabhu gone for preaching, it's okay. Before that, acting as a naughty boy, okay, nice. But each and every time, for preaching, Mahaprabhu applying this formula. Very sweet language. Also Chaitanya Mahaprabhu, der hat niemals irgendwas andere ein Gefühl gegeben. You can find out. You can try to understand. Those who are really Pandit, you can go through their life. Dass sie sich eben schlecht fühlen. They can gain lot of pratishtha all over the world. Lot of money, position, rank. Nobody can fight with them. But still, they are useless. This is the actual mood. Tinadavi mood. Each way, for Srila Goswami, you see, we feel it necessary that Bombay Srila Goswami Maharaj should go to foreign country. 100%. Topmost preacher, Prabhupada told. So, Srila Prabhupada hat gesagt, dass Srila Bhakti Rakshak Srila Goswami war einer von den höchsten Prediger und das sollte in den Westen gehen. Aber er hat gesagt, na, er ist nicht, er kann das nicht dort, er bleibt lieber da. So die ganz demütige Stimmung, obwohl das die höchsten Gelehrten sind. Und die sagen, na, eigentlich sind wir gar nichts, wir wissen nichts. Das ist die wirkliche Stimmung. So du musst immer die erinnern. You can get in connection with our Guru Varga, then power can automatically come. Don't believe? Don't believe? You can also vanchakal, you can see that all power can come. Because they have connection with upper world. Also die Stärke, die kommt nur, wenn du wirklich in Verbindung bist mit der spirituellen Welt. Saraswati kann so auf deiner Zunge erscheinen. You should remember, because my Guru Padma Paramahansa Gaurkishore Babaji Maharaj catching me heavily by his qualities. What kind of beautiful... Srila Bhaktisiddhanta selber ist komplett angezogen worden von seinem Guru, der Srila Gaurkishore Babaji Maharaj. I can never forget. This way my Guru Padma exhibiting this kind of nice qualities. And, like magnet catching me. I was bound. So wie ein Magnet ist er angezogen gewesen. My Guru Padma catching me. By exhibiting this kind of nice topmost qualities. My Guru Maharaj give me same instruction on me. My Prabhu, you try to follow this formula of Chaitanya Mahaprabhu and you will have to go for preaching. Otherwise don't go.
So it is also my duty to pass on this order to you also. My Gurudev give me order, I also pass on this order on you. What to do? Also es ist genau And das, while was you er are going here weitergibt. and there for preaching, somewhere you can get big honor, big garden. Somewhere they can insult you. All the same for you. Like Tidandi Bhikshu. You should not lose your temperament. Also du sollst auf keinen Fall dein Temperament verlieren. And especially those who are going to foreign country, be careful. They are advanced country. Advanced in which sense? They are materially they are advanced. Prabhupada speaking. Also Srila Prabhupada So sagt, much advanced. dass im Westen sind die materiell so fortgeschritten, wissenschaftlich und davon. So, wenn du dort predigen gehst, nachher sei da bewusst, dass das nicht so einfach ist. Also wie kannst du deren Aufmerksamkeit kriegen, wenn du nicht wirklich die ganzen Qualitäten mit dir tragst? Also du sprichst über die absolute Wahrheit, nicht dass du popular wirst. Those foreign people, they know how to respect others. Maybe their personal life is not so good. Also die Leute in den westlichen Ländern, die wissen, wie man Ehre zeigt. So, wenn du die Qualitäten hast und Guru Kripa hast und wenn du die Philosophie mit Arjuna Mahaprabhu genauso repräsentieren kannst, nachher bin ich 100% überzeugt, dass du Erfolg haben wirst. So und so kommen ganz, ganz viele Devotees von den westlichen Ländern. Harikatha, Kirtan, they are doing so nice. So Prabhupada giving instruction. This way you will have to go ahead. If you lose your patience, you can. And any kind of situation you meet, you must think is the arrangement of Krishna, any kind of honor, any kind of, disregard. So irgendeine Art von Ehre oder das Gegenteil, dass du vielleicht beschämt oder dass du schlecht über dich geredet wärst, dass du sollst das alles gleich sehen. Du sollst nicht in die Dinge angehaftet sein. So erinnere dich immer an die zwei Verse. Katyayani Mahamaya Mahayogini Adishwari Nanda Gopesh Sudandevim Padime Kurudena. So unser Ehemann, direkt oder indirekt, ist Krishna. So wir wollen die Liebe von Krishna, vergiss das nicht. If I am not going to pray and to Lord of the Yogamaya, I cannot get power. Wenn du nicht zu Devi Yoga Maya, also wenn du nicht zu Yoga Maya betest, dann kannst du auch nicht wirkliche Barmherzigkeit kriegen. Yoga Maya ist extrem wichtig. Samsara. Also Yoga Maya, Barmherzigkeit, das ist unser Kula Devi. Also unsere Dynastie, die Yoga Maya, ist Kula Devi. Sogar die Gopis, die machen Katyayani Puja. In Mayapur ist es Braudamaya. Yogamaya means she can arrange Meeting. mind attachment with Krishna. Also Yoga Maya kann das Treffen arrangieren zwischen der Seele und Krishna und Maha Maya kann das trennen. All magic spell done by Yogamaya. So das Ganze ist inszeniert von Yoga Maya.
some material people fighting. Manche materielle How possible Leute, brother die is going sagen, to, Kusum Sarovar coming back here? wie ist es möglich, dass manche zum Kusum Sarovar gehen oder zum Radakund? Ist Wirklichkeit so lang, aber das ist alles Orientierung vom Darm, weil sich das alles ausdehnt und zusammengeht. Speech. You can go through internet and find. Logical interpretation cannot go in the way of that absolute. 1 hour, 20 minutes. From Vedanta, from Upanishad you can go. First you can find some 2-page question from foreign country. After that you can find answer. Voice only. There I give everything. Very nice scientific answer. Vedanta Charsha, the niceness law. There you see actually how possible Radharani coming here and then doing that. No, Maharaj, time, space and matter interrelated in this material world. Also Zeitraum. Einstein theory is equal to MC square. Theory of relativity is the basic thing of time, space and matter. I already discussed this point there. But in the transcendental world, Guru Vrindavan, there is both sides. Welt gibt es eine andere Zeit als in der materiellen Welt. So, Materie und Zeit, das ist nur... They need not watch. What time? 11 o'clock I have to... No! They are already doing seva. Only on arrangement can be done by Yogamaya. You need not play. They are thinking, hey, Sakhi, it's too late. We must go to Sujakundo. Jotila can come and watch, I am here. Then find his Jotila. Already they can find their Sujakundo. Follow? Then another can take bath in Sujakundo, they go receive everything. All arrangement done by Yogamaya. But they are fighting material people. How possible so long time actually it takes? We've been there. So long time it takes. How possible are coming here and going? So, also da ist ganz eine andere Zeit in der spirituellen Welt und in der materiellen Welt. Anything and everything going to contribute, anything and everything going to contribute in favor of so, alles, das ist nur dafür abgestimmt fürs Krishna Lila. So Raum und Zeit, das hat da keine Anwendung. Das ist nur... So, ohne die Barmherzigkeit von Yogamaya können wir da nicht weiter. Suneche agam vede mahima kumar, Krishna mukha dhari, karao samsar, Shri Krishna sanmukha jar bhagyu ko mein hoy, tari mukti diya karo, asako hoy. So nice. So actually, those gopikas, they are also praying. They are actually gopikas, but still they are praying. So, die Gopis beten eben genauso zu Yogamaya. Klauen Maha Mayas, Yogini Adishvari, Nanda Gopa Sudam Devim, Pratime Kode Namaha. This is the ultimate goal. So external beauty, I already told. I can discuss next day, third session, I can discuss this point. Mahaprabhu speaking this point. Akarat opi vedavyam strinam vishayanam opi. Don't try to find any shape and design. Also Mahaprabhu das sagt, versucht nicht irgendwelche Formen oder irgendein Design in der Welt zu finden. Oh, die Frau ist ganz wunderschön. Shankaracharya das sagt eben. Very nicely speaking. If you understand the meaning, you can go mad. Nadi stano varo nadi desham dishto vamanga moha vesham etat manso vasadi vikaram manasi vichintayo varam varam. Hey man, try to think over and again.
It is made of blood and flesh, useless, Don't try to go there. Also es ist alles gemacht aus Blut und Fleisch. So lass dein Geist nicht dorthin gehen. Denk und denk über das nach. Das ist nur Konstruktion, Zusammensetzung von Eiter, Blut, Knochen und so weiter. So wenn du den Punkt verstehst, nachher kannst du wirklich nur für nicht zu irgendeiner Liebe in der Welt gehen, sondern nur zu der Liebe von Guru, Dev, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu und so weiter. I have nothing. I am not going to lose my temperament. Also, I know they are actually patient. Disease. Disease actually. If I fight with them, it's less. But sometimes I have to speak heavily. This is my duty. How I can discard. But they are speaking this way. Okay, nice. Still I am very happy. So you see, you must remember this point. Don't forget. So this. Sankaracharya was speaking this way. Nari stanubharo, navidesham, drishtava manga mohavesham, etad manso vasadi vikaram, manasi vichintayo varam varam. If you want to develop detachment, go on thinking nothing. So wenn du Entsagung mehr entwickeln willst, nachher denk so über die Welt nach. Aus was für Elemente und was es wirklich gemacht ist, die Welt. Es sind nur irgendwelche Formen und Designs von Frauen oder Männern. Und wir sind für die angezogen. Very dangerous. Don't come in front of a Vishya material people. You can big problem. I have some secrecy. I cannot come in front of Matajis. I cannot speak Harikatha. That's very secrecy. Aber ist ein gewisses Grundprinzip da von Gaudiya Vaishnavas, dass sie eben doch vor Frauen gehen können. Aber das Actually, Chaitanya Mahaprabhu speaking, bespricht da. You should not forget these 2 points, my friends. Das nächste Mal dann. Weil es ist nicht so, dass wir deswegen nicht predigen gehen können. Samole Sanaka Sanatana Sanatayada Raja Parasi Gurvatnya Prema Prachi Nirbadina Manamostu. It is your duty, it is your motto, right? Then why you are going to forget this thing? You are going to preaching? You should remember these 2 points. You see, many times I told, at the time of Prabhupada's appearance I can discuss this point. With the appearance of the unique Acharyaship of Srila Prabhupada, all common Acharyaship was proved to be failure, kapat, useless, false. I can discuss heavy point there in Puri. Acharyaship means prachar. No acharan there. Why you? No acharan there. How you can go for preaching? What you can give? Only you can collect dollar. What you can give? Papa speaking, until and unless I have my power to give something to you, I am not going to take anything from you. There is a Siddhanta of Prabhupada. If I am not going to give anything to that man, then be sure I am not going to take anything from him. Also wenn ich nicht irgendwas zu jemandem gebe, nachher nehme ich nichts von jemandem. Nur wenn ich jemandem was gebe. Otherwise I cannot give. 3 days, Prabhupada consecutively 3 days, fasting. Nobody knows. They call me to speak Harikatha, they don't allow me to speak Harikatha. Hey, stop, stop, stop! We don't like to hear. Okay. You don't like to hear, okay, I can stop. I cannot change my Siddhanta. For 3 consecutive days, Prabhupada fasting. Nobody knows.
Srila Prabhupada, der hat da 3 Tage mal gefastet, weil sie ihn eben nicht sprechen lassen haben, zuerst Harikata. Und dann hat er nur Tulsi zu sich genommen vom Boga. Und 3 Tage, nichts anderes. So, das ist das Prinzip von all die Gaudiya Vaishnavas. Und die, was das nicht folgen, dass sie wirklich das Prinzip haben vom zuerst geben und nachher nehmen sie etwas, das was sie dann einsetzen für den Dienst von Radha und Krishna und Mahaprabhu. Anybody coming in front of Prabhupada going to get melt. Madan Mohan Madhavya, the topmost, Pandit that days, on those days. So in den Zeiten war ganz großer Gelehrter von der Universität. Und wo er vor Srila Prabhupada gekommen ist, und Srila Prabhupada hat Klasse dort gehalten, aber vor dem hat sich der Universitätsprofessor ganz leicht verbeugen können, weil er verstanden hat, was das für eine Persönlichkeit ist. So eine hohe Persönlichkeit, Mahapurush, Mahatma, große Seele. Dann ganz automatisch fällt mein Kopf demütig zu seinen Füßen. So I know the glories of Prabhupada. Nobody can, even those demigods there cannot come. So, da hat keiner. Only by the power of Prabhupada you can preach Gaudiya philosophy. Nur bei der Barmherzigkeit von Srila Prabhupada kannst du Gaudiya Philosophie predigen. Swami Maharaj hat das genauso gemacht bei der Mercy von Srila Prabhupada. Ansonsten war das nicht möglich. Predigen bedeutet Harikata, dass es irgendeine trockene Philosophie ist, dass du Geld verdienen kannst. Es kommt nicht für das. Er will nicht irgendeine trockene Philosophie sprechen oder eine Klasse geben, sondern er muss einen ganz tiefen Eindruck machen in deinem Herzen. Bhakti Vayo Purigosima I can discuss. Actually on 26th I am going to Hyderabad, South India. 25th I can discuss, 100%. As Joydev Goswami's disappearance there was. 2 vital points. 2 vital points, what to do. So anyway, big important. So foreign preaching is not so matter of joke. Foreign preaching is not a matter of joke. In front of you, all affluences, all community contingent can come and stand. Maharaj, I can serve you. Come, serve me. What kind of power should be there with you? What kind of power should be there with you? What kind of resolution should be there with you? So that you can come out successful in preaching. Otherwise a flood of Maya can throw you. Also du musst ganz, ganz tief verwurzelt sein in dem Siddhanta von Srila Prabhupada, damit du dann wirklich predigen kannst. Not so easy. You have to speak. Über die absolute Wahrheit, nicht nur, dass du Ruhm und Ehre kriegst. You have to speak this way. So preaching actually can be done by whom? Also das Predigen kann nur stattfinden bei denjenigen. Abhibhakti Bhakti I can speak about them. After that next third chapter, third session about this point. Akarado vividobhyam srinam vishanamupi asasangno tagi Vaishnavachar, or how Mahaprabhu exhibited everything, how preaching was done. Chaitanya Mahaprabhu himself, each and every time. Be it in Varanasi, I can also discuss this point. When Varanasi, Mahaprabhu wanted to inculcate this point, Bhakti cult, inside the heart of Benares wollte Chaitanya Mahaprabhu dem Mayavadi Sannyasi Prakashananda Saraswati dem das Bhakti in sein Herz bringen. Und er hat sich ganz, ganz demütig verhalten. Yeah, we see you are like Narayan. You it's really just like Narayan you see. Come! You are going to sit here. Then Prakash coming, catching.
You sit here actually. Actually, I have no right to sit with you all. I'm a fallen Und der Mahaprabhu hat sich so verhalten, dass er wirklich gesagt hat, er hat kein Recht, mit all den Sannyasis da zu sitzen. Und war so demütig. Und er sagt ihm auch, wie man predigen soll. Brahma effulgence, Teja, light. They become hypnotized. What? When Mahaprabhu sits in the ashram, in that dirty place, when washing leg and shit there, that dirty place. Er ist dort gesessen, wo sie die Füße gewaschen haben. Und nachdem Mahaprabhu, es ist so erleuchtet wie Tausende von Sonne. Aber trotzdem hat es geblendet, ganz sanftes Licht. Und Prakashananda hat ihn dann aufgehoben und hat gesagt, komm zu uns, komm zu uns. Then after that, we have one question. Okay, you are actually Sampradayak sannyasi. Then why you are not coming to hear Vedanta everything? Also er fragt dann der Prakashananda Saraswati, warum hörst du nicht das Vedanta mit uns und gehst durch die Schriften? What kind of this soft mood, simple mood? Also so eine ganz sanfte Stimmung hat Mahaprabhu gehabt. Excellent mood exhibited everywhere, even in Udupi. And that devotee who is doing Ram Bhajan there, Mahaprabhu, hey, you invite me, but not cooking wine. Mahaprabhu is thinking, you invite me to take prasadam at 3 o'clock over. Also Actually, in Südindien war actually, Lakshman and Ramji gone to, there, in forest. You can collect some fruits and everything, then come back, then... Also da war Rambhakta, der war ganz in seiner Trance, obwohl er eingeladen worden, der Mahaprabhu, und er hat nicht zur rechten Zeit gekocht. Aber er hat gesehen, dass der Rambhakta so eine hohe Stimmung hat und das hat er gut geheißen, der Mahaprabhu. Baba should be. In Bengali we say, our Guru Maha used to say, Bhaber ghare phaki. Bhab mane, you are doing everything. But Baba, shortage in Baba. There is backhand. No Baba. He is singing so much philosophy, so much lecture. But Baba is not there. Absent. Then what use? Any amount of dry philosophy, nothing. Useless. All useless. So you must. Also das ganz Wichtige ist die Stimmung, das Gefühl. Ansonsten kann man so viele Sachen ausführen, trocken und wiederholt sein. Aber es ist keine Stimmung dabei. You need not, cry. You can come outside. You are very lucky. You are coming in this, parampara. But you are. So this way actually, then again Prabhupada speaking, these two sloka, oh my friends, one is Katyayani Mahamaya, one is Vindavana. After that again Prabhupada speaking, you must remember. What that? Prapanchi kataya vodhya harisambandhi vasuno mumukshovi parityaga vairagyam phalgu. These two sloka. Anasattva sarisayana yatharvam payandata Krishna sambandhe yuktam vairagyam. I can defy what is the mood of Prabhupada. Because if we cannot understand die Weise muss man sich erinnern, damit man wirklich die Stimmung von Prabhupada verstehen what is the Jukta Vairagya shown by Prabhupada? What kind of Jukta Vairagya, balanced Vairagya, all proper adjustment shown by Prabhupada. Then you can become a successful preacher. Nur in dem Fall wird man dann erfolgreich. Others they can sing, I am bigger, you are fool. You can show your Vairagya in front of Chaitanya Mahaprabhu. You need not express your Vairagya. Prabhupada speaking, even I can also. Sometimes you have seen, I am white dress for preaching. If the situation demand, I can take sannyas dress also, no problem. I can take sannyas dress, red clothes, you can do it, you can say red clothes, to prove that I am from Gaudiya Math. So I can take sannyasa from, no problem. Because 100 rupees is not there, 10 rupees is already there. Sannyasa is already there. Of course, if I am genuine. If I am not genuine, no.
So I can pull, but they cannot take white base. Sannyasis they cannot take. I can take sannyas base. For actual preaching, I can also take coat, pen and try also. Yes, for actual preaching. After they throw and sit under the banyan tree. No problem. I am not going to exhibit my Vairagya. What use? Vairagya is there inside. Vairagya is not that one kind of exhibition. Be careful. Today I like to stop because some devotees waiting there in Shiv Mandir. So I like to stop here. So 19th I can speak about Srila Bhakti Guru Santu Goswami, my Shikha Guru. He used to love me very much. I must speak. They request me to go, or order me, but how to go? No time actually. Then after that, Jayadev Goswami dead there. In between 1 or 2, 20, I have to search what day. I can think, if I can make up time, I can come, of course. Vancha kalpadurosya ke pasim bhavasya patitanam pavanam bhavasya.